Hey Leute, in diesem Video werde ich meinen neuen PC zusammenbauen. Wie viele wahrscheinlich schon wissen, ist es zurzeit sehr schwierig, eine Grafikkarte zu kaufen. Und wenn es heute überhaupt möglich ist, dann nur zu exorbitanten Preisen. Also eine schlechte Zeit, um einen PC zu bauen, oder? Deswegen habe ich mir genau diese Zeit ausgesucht, um meinen PC zu bauen. Nein, ich habe einfach im falschen Moment ein Upgrade gebraucht. Aber lass mich dir erstmal erklären, wie ich alle Komponenten ausgesucht und gekauft habe. Da ich meinen PC hauptsächlich zum 3D-Modellieren und zum Schneiden benötige, brauche ich einen guten Prozessor und eine gute Grafikkarte. Im Grunde muss alles gut sein. Zuerst hatte ich vor, den Ryzen 9 3900X zu nehmen, doch dann ist die 5000er Serie herausgekommen und ich entschied mich für den neuen 5900X. Und ja, so lange ist es schon her, dass ich diesen Computer zusammensetzen will. Um den Prozessor zu kühlen, nehme ich den Deepcool Assassin 3. Im Gegensatz zu Noctua gefällt mir das Design besser. Die Kühlleistung ist aber sehr ähnlich, nach dem was man in Reviews im Netz erfährt. Das Mainboard von Gigabyte ist das B550 Aorus Elite. Dazu 32 GB Arbeitsspeicher und eine 1 TB große MP600 SSD von Corsair. Das Ganze wird im Gehäuse Meshify C seinen Platz finden. Zur Grafikkarte. Ausgewählt hatte ich die Radeon 6800 von AMD. Doch nach 2 Monaten hatte ich das immer noch nicht geschafft, eine auf der AMD-Seite zu kaufen. Ich las auf dem Forum von Hardwarelux, wie man mit speziellen Links, die die Karte direkt in den Warenkorb legen, seine Chancen erhöhen kann. Dort gab es auch eine Uhrzeit. Donnerstags, ca. um 17:30 Uhr werden die Karten gedroppt. Ich sage es gab, weil die Links nicht mehr funktionieren. Wie man genau eine Karte auf amd.com kaufen kann, steht in diesem Forum. Der Link dorthin ist unten in der Beschreibung, sowie auch alle anderen Komponenten, die ich für meinen PC ausgesucht habe. Dort stand auch, dass die 6900 XT, also das beste Modell, leichter zu haben ist, da ihr Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so interessant ist wie die anderen. Aus Ungeduld und Verzweiflung entschied ich mich, den Geldbeutel noch ein bisschen mehr aufzureißen für dieses Modell. 4 to 6 days later. Am Donnerstag, der erste Versuch. Ich hatte alles vorbereitet. Der PC war hochgefahren. Ich war auf PayPal angemeldet, aufs Klo gegangen, hatte meine F5-Taste ausgetauscht. Kurz, ich war einfach bereit. Dann kam der so lang erwartete Moment. 17:30 Uhr. 17:35 Uhr. 17:50 Uhr. Aber nichts geschah. Wenn man die Links aufrief, kam immer wieder die gleiche Fehlermeldung. Erst 18:15 Uhr war der leere Warenkorb zu sehen. Das hieß, dass es jederzeit passieren konnte. Die auf dem Forum sogenannte heiße Phase. Ab jetzt musste man jedoch die ganze Zeit auf den Link klicken. Ich hatte schnell keine Lust mehr und riskierte es mir, einen Autoclicker herunterzuladen. Doch auch 2 Stunden später änderte sich immer noch nichts. Der Warenkorb blieb leer. Nichts änderte sich bis ca. 20:25 Uhr. Plötzlich war im Warenkorb eine 6900 XT. Ich klickte so schnell wie ich konnte auf die Schaltfläche kaufen. Auf die nächste Seite musste ich gefühlt 30 Minuten lang warten, obwohl es vielleicht nur 3 Minuten waren. Die letzten AGBs durchgelesen und dann auch bestätigt und ich hatte es geschafft. So habe ich mir eine RX 6900 XT gekauft. Bevor wir zum Unboxing kommen, zeige ich euch ein paar Witze, die ich im Forum während des Bestellvorgangs lesen konnte. Da schrieb einer: So, ich war pinkeln. No risk, no fun. Die Antwort darauf war aber noch besser. Leben am Limit. Ah ja, und den fand ich auch gut. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Mitglied in eine Grafikkarte. Fake News. Da wundert sich jemand: Ich habe noch nie so viel klicken müssen, um mein Geld loszuwerden. Die Antwort darauf fand ich auch interessant. Erst arbeitet man, um Geld zu bekommen, dann arbeitet man, um das Geld wieder loszuwerden. Denkt mal darüber nach. Ihr habt 2 Stunden Zeit. So, jetzt aber das Unboxing.
Und endlich kann ich mit dem Zusammenbauen anfangen. Das erste, was ich mache, ist das BIOS vom Motherboard zu updaten. Dafür muss man das BIOS herunterladen und auf einem USB-Stick speichern. Dann wird das Netzteil am Board angeschlossen und der USB-Stick in den Q-Flash-Board eingesteckt. Jetzt muss man warten, bis das rote Licht aufhört zu blinken. Und dann ist es aktualisiert. Es sollte ca. 5 bis 8 Minuten dauern. Schaut auf YouTube für mehr Infos. Da gibt es genügend Videos darüber. Erst danach kann ich die CPU installieren. Dafür muss man diesen kleinen Hebel aufklappen. Auf der CPU und dem Motherboard gibt es jeweils einen kleinen Pfeil, der zum Ausrichten der CPU da ist. Durch das Zurückklappen des Hebels wird sie dann gesichert. Dann folgt der Arbeitsspeicher. Der kann einfach in die Slots eingesteckt werden. Ich habe sie natürlich zuerst in die falschen RAM-Slots gesteckt. Wenn man richtig schaut, steht es sogar direkt neben den Steckplätzen, wie man sie einstecken sollte. Der PC ist dann schon angegangen, aber ich konnte den Arbeitsspeicher nicht auf 3600 MHz übertakten. Ich habe sehr lange gesucht, woran es liegen könnte, und ja, das war der Fehler. Um die SSD zu installieren, wird zuerst der eingebaute Kühlkörper abgeschraubt, den ich nicht mehr brauche, weil auf meiner SSD schon einer drauf ist. Mit einer kleinen Schraube wird sie festgemacht. Ich schraube die Standard-CPU-Kühlerhalterung aus, damit ich die von meinem Kühlkörper einbauen kann. Dann schraube ich die Abstandshalter und die Befestigung für den Kühlkörper an. Hier ist es mit einem Schlitzschraubendreher schon praktischer. Was ist das für ein Scheiß? Bei mir hat eine der Befestigungen gewackelt, man konnte sie aber nicht fester anziehen, deswegen habe ich das mit dünnen Plastikscheiben ausgeglichen. Bevor ich die Wärmleitepaste auftrage, mache ich noch die CPU-Oberfläche sauber. Anschließend kann die Wärmleitepaste aufgetragen werden. Hier habe ich zu viel benutzt. Ich denke, die Hälfte davon hätte gereicht. Und tendenziell ist bei Wärmeleitepaste weniger besser, allerdings ist zu wenig schlechter als zu viel. Der Kühlkörper kann schließlich auf die CPU festgeschraubt werden. Die Lüfter fixiert man einfach mit 2 Klammern. Ich habe die Lüfter noch um 90 Grad gedreht, damit es mit dem Cable Management einfacher ist. Jetzt kann das Mainboard mit allen Komponenten im Gehäuse installiert werden. Daraufhin montiere ich das Netzteil mit 4 Schrauben an seinen Platz. Es sind ziemlich viele Kabel am Netzteil, was die Sache nicht leichter macht, aber die modulare Version war mir das Geld irgendwie nicht wert. Und dann das heilige Stück, die Grafikkarte. Jetzt. Das sieht scheiße aus. Mann, wieso muss man sowas machen? Hier habe ich mich beschwert, weil noch so ein Kabel verlegt werden muss und es nicht besonders gut aussieht. Wow. Der sieht ja scheiße aus. Ich installiere noch ein paar Festplatten und räume die Kabel sauber auf. Der beste Moment ist gekommen, die Folien abzuziehen. Okay.
Jetzt versuche ich zum ersten Mal den PC anzuschalten. Aber nichts, der PC gibt kein Bild und ich versuche vergeblich ins BIOS zu kommen. Als ich das BIOS zum ersten Mal aktualisiert habe, hat es anscheinend nicht geklappt. Leider wird vom Hersteller empfohlen, das BIOS zu aktualisieren, bevor alle Komponenten eingebaut sind. Ich lese aber in einem Forum, dass es Leute gibt, die es erfolgreich aktualisiert haben, obwohl alles schon eingebaut war. Schließlich entscheide ich mich, das auch zu tun. Und wie ihr sehen könnt, hat es auch geklappt. Dann installiere ich noch Windows 10 und das war's. Mein selbstgebauter PC ist endlich fertig. Er ist super stark und schnell, hat fast kein RGB, weil es nicht so mein Ding ist. Einfach geil. Ach ja, wenn es euch interessiert, hier sind noch ein paar Benchmarks, die ich mit diesem PC durchgeführt habe. In Cinebench R15 erreicht er stolze 3758 Punkte und in 3D Mark sind es knapp über 16.600. Denkt daran zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Und tschüss.